Also mein Name ist Heiner Röger, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Nordus Energy. Wir beschäftigen ungefähr 400 Mitarbeiter und haben uns spezialisiert auf die Entwicklung von Windparks. Und später haben wir auch Solarparks dazugenommen und in jüngerer Zeit kommen jetzt auch Batteriesysteme. Wir sind als Ansprechpartner für erneuerbare Energien, vor allem für Wind und Solar, angesprochen. In Datencentern geht ohne Strom gar nichts. Strom ist in Deutschland mittlerweile knapp und so, dass wir also dringend weiteren Strom brauchen, erneuerbaren insbesondere. Batterien kommen dazu. Warum? Wind und Sonne sind eben nicht immer vorhanden. Wünschenswert wären auch andere Energien aus den Erneuerbaren, beispielsweise Geothermie oder Biogas. Aber Biogas ist möglicherweise zu wenig und Geothermie funktioniert nicht überall. Also wenn Sie mit stabil meinen, eine 100-prozentige Versorgung mit Strom rund um die Uhr, dann ist das aus meiner Sicht heute noch nicht möglich. Warum? Weil Sonne und Strom nicht immer verfügbar sind und andere Erneuerbare nicht so weit, sodass ich davon ausgehe, dass in kurzer Zeit immer Strom noch aus dem Netz gezogen wird. Den kann man kalkulatorisch natürlich auch erneuerbaren Strom verwenden, so wenn man das möchte, eine 100-prozentige Versorgung möglich ist. Also Sie sprechen ein Thema an, was mich wirklich schon lange umtreibt. Vielleicht kommt es auch daher, ich bin Historiker von Haus aus. Und Ja. meiner Meinung nach braucht es als erstes eine komplette Kehrtwende in der Politik. Die Politik hat seit Jahrzehnten altbekannte Wahrheiten liegen gelassen, dass nämlich erst die Infrastruktur gebaut werden muss und dann entwickelt sich die Wirtschaft. Und bei uns wird heutzutage ein Bedarf festgestellt, dann wird geplant, dann wird irgendwann die Infrastruktur gebaut. Und dann, wenn die fertig ist, stellt man fest, ist schon wieder zu wenig oder zu spät. Und daher müsste meiner Meinung nach ein völliges Umdenken in der Politik passieren. Wenn wir uns erinnern, jetzt vor ungefähr 100 Jahren hat die Planung der Autobahn begonnen. Und die erste Autobahn wurde hier in der Nähe, die A 555 von Konrad Adenauer eingeweiht, 1932, also noch bevor die Nazis kamen. Und weil ja immer den Nazis die Autobahn als Gutes zugeschrieben wurde. Neuerdings wird auch öfter über Argentinien berichtet. Und Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Erde. Und warum war das so? Weil die Eisenbahn gebaut wurden vorher. Dann haben die mit der Eisenbahn einen Export in die ganze Welt hinbekommen, nämlich die Lebensmittel aus der Tiefe der Pampa geholt. Vor 100 Jahren hat in der Sowjetunion die Regierung gesagt, wir müssen, dass die Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Im Grunde haben wir ein Gegenüber von Entscheidungen, Sozialleistungen mehr im Land oder Infrastruktur. Ich sage, Infrastruktur generiert Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum generiert sozialen Wohlstand und das ist eins, warum mir dieses Projekt sehr am Herzen liegt.